Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Rezeptvideo von mir. Wer liebt keinen Ketchup? Den beliebten Tomatendip haben in Deutschland 2 von 3 Haushalten vorrätig. In Deutschland wird der süß-würzige Dip seit den 1950er Jahren genossen. Fakt ist jedoch, dass das herkömmliche Ketchup ein eher ungesundes Industrieprodukt ist, weil es Zucker, Essigsäuren und zweifelhafte Zusätze enthält. Das muss jedoch nicht sein. Mit diesem Rezept musst du nicht mehr auf ein ungesundes Supermarktprodukt zurückgreifen, sondern kannst dir selbst eine sehr viel gesündere Variante zu Hause machen. Der glatte und cremige Ketchup ist zuckerfrei, glutenfrei und kohlenhydratarm. Und das ist nicht nur für Keto-Ketchup-Fans eine gute Nachricht. Denn nicht nur die große Zucker- oder Glukosesirupmenge in herkömmlichen Ketchups kann bei regelmäßigem Konsum genau wie Süßigkeiten dazu beitragen, der Darmflora zu schaden, wodurch nicht nur Pilzinfektionen, Depressionen, als auch eine Insulinresistenz entstehen können, wodurch in Folge alle existierenden Zivilisationskrankheiten entstehen können. Aber auch der säurebildende Branntweinessig darin, das ungesunde Speisesalz und die schädlichen Konservierungsstoffe wie Mononatriumglutamat und die schädliche künstliche Zitronensäure können unserer Gesundheit schweren Schaden zufügen. Deshalb stellen wir heute eine gesunde Alternative zu diesem Produkt hier her. Also ich stelle jetzt einen Gewürzketchup mit Currygeschmack her. Dazu geben wir Bio-Tomatenmark, welches in seiner Zutatenliste nur Tomaten beinhaltet, keine anderen Zutaten und keine Gewürze, in den Topf. Hinzu geben wir das Erythritz-Stevia-Gemisch als Süßungsmittel und folgende Gewürze. Hier habe ich mein Bärlauchsalz verwendet, Curry, Paprika und Knoblauchpulver. Man könnte natürlich einfach herkömmliches Natursalz verwenden und man könnte auch das Currygewürz weglassen, wenn man eben nicht diesen Currygeschmack darin haben möchte. Die Gewürze kommen auch in den Topf mit dazu. Als nächstes kommt anstelle des billigen Branntweinessigs gesunder naturtrüber Bio-Apfelessig hinzu und reines, in meinem Fall Osmosewasser. Man könnte auch dampfdestilliertes Wasser hinzufügen. Dann wird erstmal alles gut mit dem Schneebesen verrührt und zum Kochen gebracht, denn die Mischung sollte dann letztendlich 5 Minuten lang köcheln. Und dann schauen wir eben, wie flüssig oder fest wir den Ketchup haben wollen und geben dann eine entsprechende Menge von dem Johannisbrotkernmehl in Bioqualität hinzu. In meinem Fall habe ich einen halben Teelöffel verwendet und das sollte eigentlich vollkommen ausreichen für dieses Rezept. Die genauen Mengenangaben werde ich euch wie immer in der Infobox unter dem Video mitteilen. Der Herd kann schon mal ausgeschaltet werden und nach maximal 5 Minuten ständigem Rühren und Köcheln ist das Ketchup auch schon fertig und kann dann in entsprechende Behältnisse abgefüllt werden. Empfehlen möchte ich immer natürlich, dass man Gläser verwendet und keine Plastikbehältnisse, denn das Mikroplastik, welches heute überall gegenwärtig ist, stellt eine maßgebliche Gefahr für die Gesundheit dar. Und schon haben wir unser gesundes Gewürz-Ketchup hergestellt und zwar schmeckt das haargenau so wie dieses Gewürz-Ketchup, welches ich da hinten im Hintergrund stehen habe und welches mir ganz besonders gut schmeckt, nur dass es eben jetzt in wirklich gesunder Version ist. Aber je nach Geschmack könnte man mit den Gewürzen natürlich variieren. Wichtig ist nur, dass wir jetzt unsere Speise mit diesem wirklich köstlichen Gewürz-Ketchup würzen können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Denn tatsächlich ist es sogar sehr gesund, denn das antioxidativ wirkende Lycopin in Form von gekochten Tomaten bzw. Tomatenmark soll Studien zufolge vom Körper besser aufgenommen werden als in Form von rohen Tomaten. Grund dafür ist die größere Bioverfügbarkeit von Lycopin in gekochten Tomaten. Und im Gegensatz zum Branntweinessig ist roher und gefilterter Apfelessig eine wahre Wohltat für den Körper. Denn er hilft bei Sodbrennen, Gelenkschmerzen und Gelenksteife, reguliert die Darmfunktion, unterstützt das Abnehmen durch die Aufspaltung von Fetten und verleiht einen schönen Teint. Und anstelle des minderwertigen, raffinierten Speisesalzes versorgt uns naturbelassenes Kristall- oder Meersalz mit essentiellen Mineralien und Spurenelementen. Frei von chemischen Zusatzstoffen birgt es die neutralisierende Naturkraft jahrtausendealter Ozeane. Die gesunden ketogenen Brötchen, die ich euch gerne hier oben verlinken kann, habe ich hier jetzt mit Käse, Schafskäse in Bioqualität und mit ebensolchen Cocktailtomaten und mit leckeren Bio-Spiegeleiern belegt. Und dieses köstliche, gesunde Ketchup macht dieses Frühstück zu einem wirklich leckeren Schmaus.
Und da es aus hochwertigen Proteinen und Fetten besteht, hält es den ganzen Tag über satt und verhindert die schädlichen Glukosespikes während des Tages. Schaut euch gerne nochmal mein Video zu den 10 Glukose-Hacks an, wo ich zeige, wie man den Blutzuckerspiegel sehr gut unter Kontrolle halten kann. Mein Video zu den Anzeichen und Folgen einer Insulinresistenz, worin nochmal deutlich wird, wie schädlich der ständig erhöhte Blutzuckerspiegel ist, habe ich euch oben schon verlinkt. Gerne kann ich euch hier auch nochmal mein Video zur ketogenen Ernährung verlinken, worin deutlich wird, dass dies die artgerechte Ernährung in der heutigen Zeit darstellt. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.